Ich weiß, warum ich keine Leben auf der Welt. Ich weiß, warum Maschinen gehen auf der Welt. Ich weiß, warum sich eine Szene zerbricht der Astronom im Haus. Alles wegen einer kleinen Mädel, alles wegen einer süßen Frau. Ich weiß, warum ich alter Knabe ewig studiert. Ich weiß, warum ich Schulden habe. Hier geht sie mir. Ich weiß, warum mir brummt der Schädel, wenn ich auf den Kalender schau. Alles wegen einem kleinen Mädel, alles wegen einer süßen Frau. Alles wegen einem kleinen Mädel, alles wegen einer süßen Frau. Süßen Frau, süßen Frau. Weiter, weiter. Nee, Kinder. Der Frank muss jetzt zu seinem Onkel, dem Geheimrat Ten Brinken, und zum Geburtstag gratulieren. Was? Ten Brinken hat Geburtstag? Jawohl. Kinder, Ten Brinken hat Geburtstag. Das muss gefeiert werden. Jawohl. Kinder, wisst ihr was? Wir gehen und singen ihm allen. Alles wegen einem kleinen Mädel, alles wegen einer süßen Frau. Alles wegen einem kleinen Mädel, alles wegen einer süßen Frau. Süße Frau, süße Frau. Alles gut gegangen. Der Fürst hat das versprochene Geld bezahlt. 1 Million. Viel Geld für eine Tochter. Nun, der Fürst mit dem Nachwuchs zufrieden? Er ist sehr stolz. Ich habe das Geld auf der Landesbank deponiert und Ihrer Verwaltung unterstellt. Ah. Oh, ich danke Ihnen, Fürstin, für das Vertrauen, das Sie meinen kaufmännischen Talenten entgegenbringen. Ich werde mir alle Mühe geben, Ihr Vermögen zu vermehren. Lieber Geheimrat, in Ihnen waren Freunde. Ja. Ach, darf ich Ihnen nun für Ihre Gefälligkeit? Danke. Ich habe zu danken. Meine wissenschaftlichen Experimente erfordern ungeheure Mittel. Aber lieber Geheimrat. Sonst wären wir beide wohl nie zusammengekommen. Herr Dr. Petersen. Ja, bitte? Weiß Dr. Petersen? Oh, Herr Geheimrat, darf ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche? sehr, sehr freundlich. Danke bestens. Liebe Dr. Petersen, wie freundlich. Der Rechtsanwalt Manassi ist hier nebenan. Er wird sich sicher sehr freuen, Fürstin. Ich komme dann gleich nach. Nun, Herr Kollege. Das Geld für das Kind, das wir der Fürstin verschafft haben. Ja. Und was sagt der Fürst? Ja, endlich für den Vater. Sehr stolz. Er hat aus Dankbarkeit der Fürstin eine kleine Million geschenkt, die sie meiner Verwaltung unterstellt hat. Ihrer Verwaltung? Ja. Haben Sie die neuen Experimente im Laboratorium vorbereitet? Petersen, wir haben Geld. Petersen, jetzt können wir weitergehen. Bis zum Ziel. Und dann... Ja. Dann sind Sie der weltberühmte Geheimrat Ten Brinken. Und ich? Sie...
Ich verlange endlich, dass... Was verlangen Sie? Wollen Sie nebenan ein Glas Bowle mit uns trinken, Herr Kollege? Danke, ich gehe ins Laboratorium. Gut, Herr Kollege, wenn es soweit ist, rufen Sie mich, komme dann hinunter. Und so herrscht also eitel Freude über das Töchterchen im fürstlich-wolkonskischen Hause. Ach ja, Herr Rechtsanwalt. Es hing ja so viel davon für mich ab. Oh, das Geburtstagskind persönlich. Ah? Nun, Herr Geheimrat, was machen Ihre Zöglinge? Zöglinge? Manasse meint meine künstlichen Ratten. Künstliche Ratten? Ja, Fürstin. Unser lieber Geheimrat hat eine Methode entdeckt, diese netten Tierchen in Massen künstlich herzustellen. Wenn Sie also Bedarf haben... Ratten. Was ist denn da los? Na? Herr Geheimrat, Herr Frank Braun und Ihre Studenten. Das ist aber sehr nett. Die haben mir noch gefehlt. Jakob, Ole. Silenzium! Silenzium! Professor dem Brinken! Na, guten Abend, meine Herren. Meine ehrlich gesagt, gute Nacht. Bitte, bitte, treten Sie näher, trinken Sie ein Glas Bowle. Lieber Onkel, durch zarte Familienbande auf das Herzlichste miteinander verbunden, stehen wir voreinander. Schon im frühen Knabenalter. Ja, geschenkt. Geschenkt. Widme deine Zärtlichkeiten meiner Bowle, bitte. Da kommt... Meine Herren. Professor dem Brinken, er lebe! Hallo. Das Ding hier ist heruntergefallen, hat eine deiner alten, kostbaren Vasen zerschlagen. Das ist eine Alraune. Nennt sie auch Mandragora. Eine Wunderwurzel. Nach dem Aberglauben bringt sie ihren Besitzer Glück, Reichtum. Aber Unglück und Tod, wenn er sich von ihr trennt. Kann ich das mal sehen? Bitte, bitte. Ah, das ist aber sehr interessant. Sehr merkwürdig ist die Sage von der Entstehung dieser Wurzel. In dem Augenblick, da ein Gehängter sein Leben aushaucht, empfängt die Erde seine letzte Kraft. Durch die Paarung von Mensch und Erde sind diese Wurzeln entstanden. Und? Gerade diese unscheinbare Wurzel war für mich der Ausgangspunkt für meine Experimente zur künstlichen Befruchtung. Experimente, die, wie Sie wissen, meine Herren, größtenteils gelungen sind. Ach ja, die Ratten. Na, Herr Professor, es ist alles vorbereitet. Ja gut, Dr. Petersen, ich komme. Sie entschuldigen mich, meine Herren, ich muss ins Laboratorium. Ein unaufschiebbares Experiment. Mein Neffe wird mich vertreten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir geben der Fürstin das Geleit. Meine Herren, ich lade Sie alle ein zu mir in mein Haus. Liebe Fürstin, muss sie denn zum Städter hinaus, Kommen Sie mit.
gehe noch zu meinem Onkel ins Laboratorium. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was willst du denn hier? Die armen Tiere. Wieso arme Tiere? Diese Ratten sind durch künstliche Befruchtung des Muttertieres von mir geschaffen. Und wer hat den Nutzen davon, ob ein Dutzend Ratten mehr oder weniger herumläuft? Wenn es sich um Menschen handelt. Menschen? Menschen? Ja, Menschen. Wenn du das fertig brächtest mit deinem Geist, mit deinem Wissen, ein menschliches Wesen künstlich zu erschaffen, eine lebendige Alraune, das wäre eine Tat. Soll dir ein anderer zuvorkommen? Nein, kein anderer. Aber welche Menschen könnte man dafür gewinnen? Nimm einen Raubmörder, der zum Tode verurteilt ist. Und das Weib werde ich dir zeigen. Jawohl, hier sind Sie richtig, hier sind Sie vollkommen im Bilde. Bitte treten Sie rein in das Lokal, in das stimmungsvollste Lokal dieser Stadt. Meine Herren, ich habe Ihnen schon einen Tisch reserviert. Das war nicht leicht bei der Fülle. Kellner, bitte sehr, meine Herren. Bitte, Kellner, hier die Herren. Den Tisch haben. Bitte treten Sie näher, meine Herren. Bitte, nehmen Sie Platz, setzen Sie sich, meine Herren. Ich bin vollständig im Porträt. Sind Sie außer Sorge, bei mir finden Sie alles. Was darf ich Ihnen anbieten, meine Herren? Ach, nur eine Kleinigkeit. Was klein? Also, Flasche Sekt. Sekte? Französen? Mumm. Mumm, ja, jawohl. Hausmarke. Sofort, meine Herren, der Kellner. Mumm, bitte, mach doch schnell. Sektfreier ist ein Gruselte. Hallo, was ist denn los? Was ist denn, ihr ollen Blechpfeifer? Was ist Pause? Immer wenn ihr Kind gehabt, ihr Pause. Der gibt's bei mir nicht. Wir Pausen wird nicht bezahlt. Mal rasch den hingeknattert. Los! Das ist ja schön machen. Na, endlich. Sind hier die zwei Herren gekommen, ein älterer und ein Ja, etwas jüngerer? wie schon, da drüben in der Loge. Ah, ich sehe, ja. Bitte. Guten Abend. Guten Abend. Bist ja nicht sehr pünktlich. Dafür finden wir hier bestimmt, was wir suchen. Ach, ich freue mich ja so, Herr Doktor, dass Sie wieder mal mein Etablissement besuchen. Ich kann Ihnen ja nicht sagen. Bist wohl hier Stammgast. Ja, hier studiere ich. Die Alma soll singen. Aber natürlich, Herr Doktor, da hinten sind Sie sofort. Zu meiner Zeit hat man auf der Universität studiert. Naja. Außerdem scheint das der einzige Ort zu sein, wo du Doktor bist, was? Aber mein Goldiges, ich bitte dich. Alma, du sollst singen. Rasch ruf auf der Eierkiste und dann lass dein Stimmband flattern, Mädchen. Na, hören Sie. Alma, schieß los.
Wenn mich Männer betrügen, ist es mir ein Vergnügen. Ich such mir einen anderen, es gibt so viel. Wenn mich Männer verlassen, kann ich niemals sie hassen. Ich bin's nicht anders gewöhnt, es lässt mich kühl. Ja, ich bedanke mich noch, das ist so lange gewährt und fühle mich aus diesem Grund direkt geehrt. Wenn mich Männer betrügen, ist es mir ein Vergnügen. Ich suche mir einen anderen, es gibt so viel. Du kannst mich haben. Du kannst mich haben, wer du auch immer bist. Mich interessiert nur, ob du bei Kasse bist. Lieb ich mal einen, dem ich gehöre, als wär's zum ersten Mal. Will ich ihn halten, lässt er mich stehen. Egal! Wenn Männer betrügen, ist es mir ein Vergnügen. Ich suche mir einen anderen, es gibt so viel. Wenn mich Männer verlassen, kann ich niemals sie hassen. Ich bin's nicht anders gewöhnt, es lässt mich kühl. Ja, ich bedanke mich noch, dass es so lange gewährt und fühle mich aus diesem Grund direkt geehrt. Wenn mich Männer betrügen, es ist mir ein Vergnügen. Ich suche mir einen anderen, es gibt so viel. Was ist denn los? Hab dich nur nicht so. Ja. Ah. Du gestattest. Na, so. Hey. 100 Mark? Mit Schöpfel, ja? Oh, ein Flasche Cognac, aber dann nie los. Komm her, so. Na? Was guckst du, Kleiner? Na komm her, Prost, lass ihn laufen, komm, Vorsicht, hier. Prost. Gestanden? Prost, Vater, Prost! Komm mit. Na komm. Und das nächste Mal, wenn du kommst, machst du dir nicht so unheimlich, verstehst du? Komm. Hallo, ihr Stadtherrschaften! Bitte gebt mir doch auch was ab! Och, ich trinke jetzt so gerne, ich kann's ja. Ein Schluck, so, hier. Schön langsam, so. Jetzt schreib deinen Namen, unterschreib von hier, so. Mein Hier, Name? deinen Namen, so. Einmal. Braune. So. Danke dir. So, mein Sohn. Du hast alles gemacht, was du willst.
Komm, mein Kind. Komm. Komm, gehen wir. Langsam, langsam, langsam. Langsam, so. Die wissen es ein bisschen? Ich will mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Ach, einen Augenblick. Ich dachte, du könntest uns bei der Durchführung des Experiments behilflich sein. Wir werden ja einige Schwierigkeiten mit dem famosen Mädchen haben. Schließlich müssen wir sie circa 9 Monate festhalten und mit Gewalt dürfte das wohl nicht zu machen sein. Na und? Du hattest doch sehr wenig zu tun. Vielleicht könntest du dem lieblichen Mädchen während der kritischen Monate, sagen wir, ein bisschen Gesellschaft leisten. Ich würde es mir auch eine Kleinigkeit kosten lassen. Zum Zuhälter willst du mich machen? Das ist ja wahnsinnig. Narr. Herr Geheimrat, den bringt Ihnen das bestens für dieses Entgegenkommen. Danke, Herr Doktor. Bitte sehr, Herr Kollege. Wir sind immer bereit, der Wissenschaft zu dienen. Dort kommt der Wissen. Vorwärts! Ich habe Sie bitten lassen, um bei einem Experiment zu helfen. Mit Ratten? Mit Menschen. Fertig? Die Fürstin wird uns assistieren. Bitte? Dann kann ich's wieder nicht. Nein, nein. Was heißt nein, nein? Pass auf! Ich gehe hin und sage ihr den Dienst auf. Du kannst doch jeden Tag eine Stellung bekommen, wo du nicht bei jeder Fahrt Kopf und Kragen riskierst. Na? Soll ich? Ja, Frau. Geh. Wenn du das fertig bringst. Und ob ich das fertig kriege. Das sollst du sehen.
Aufsatz fertig, Wölfchen? Ich kann jetzt nicht arbeiten. Ich muss immer an dich denken. Warum denkst du denn immer an mich? Weil ich dich lieb habe, Alraune. Aber ich habe dich nicht lieb. Nanu, Frau Raspe? Wohin denn? Wir wollen Künjen, Jakob. Kündchen? Na, da gehen Sie mal lieber rauf zum Fräulein. Was ist denn los? Was los ist? Fragen Sie doch nicht, als ob Sie nicht wissen, was in diesem Hause los ist. Wer führt denn hier das Regiment, seitdem das Fräulein aus der Pension zurück ist? Das ist ja nicht mehr zum Aushalten, was die aus den Mannsbildern macht. Männer, weiter nichts. Hampelmänner. Aber mit uns nicht, Jakob. Na, wie Sie wollen, Frau Raspe. Ist ja wahr. Gehen Sie mal rauf, das Fräulein ist oben in Ihrem Zimmer. Ja, ja. Wir gehen rechtzeitig, ehe es zu spät ist. Ja. Herein? Gnädiges Fräulein, wir bitten um unsere Entlassung. Warum will denn jemand gehen, Frau Raspe? Es geht halt nicht mehr, gnädiges Fräulein. Mein Mann... Wir haben 2 Kinderchen. Und vielleicht gibt er das Autofahren ganz auf. Es ist gut. Ihr könnt gehen. Jawohl, gnädiges Fräulein. Und schönen Dank auch. Das gnädige Fräulein hat die Kündigung angenommen. Ich bin ja so glücklich. Du, na gut. Das gnädige Fräulein will ausfahren. Du darfst sie nicht mehr fahren. Hör auf deine Frau. Sag ihr, der Wagen ist kaputt. Du darfst sie nicht mehr fahren, hörst du? Warum nicht? Nun kurz fertig? Ja. Nein, Dienstfräulein. Der Motor. Was ist mit dem Motor? Nein, ich dachte nur... Der Wagen ist ganz in Ordnung.
Hallo. Ja, hier Geheimrat Ten Brinken. Meine Nichte? Um Gottes Willen. Schuld! Mörderin! Hier ist nichts geschehen. Alraune. 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 Sag, dass du mich lieb hast. Alraune, ich hab dich lieb. Sie glauben, dass wir in 6 Wochen in Deutschland sein können? Früher wird's nichts werden, Herr Braun. Das letzte Mal haben wir 7 Wochen bis Hamburg gebraucht. Ach, ich freue mich auf Deutschland. 17 Jahre. 17 Jahre. Da wird sich für Sie vieles verändert haben. Wie ich mich selbst verändert habe. 1913 und Na, Petersen? Ich wollte mit Ihnen sprechen. Ten Brinken. Den Geheimrat schenken Sie sich neuerdings. Bitte? Man hat mir eine Stellung angeboten. Bitte? Bitte, bitte, gehen Sie. Geben Sie mir Geld. Wofür? Wofür wollen Sie Geld haben? 20 Jahre haben Sie mich wie einen Hund behandelt. Jetzt will ich mein Recht. Sie haben Unterschlagungen gemacht, Herr Geheimrat. Sie haben dem Fürsten Wolkonski ein Kind unterschoben. Sie haben enorme Summen. Jetzt verlange ich meinen Anteil.
Sie haben doch um alles gewusst. Sie haben doch mitgemacht. Also was wollen Sie eigentlich? Leben Sie wohl, Herr Kollege. Meine lieben Gäste, erlauben Sie mir, Ihnen die Verlobung meiner Tochter Olga mit Herrn von Walter bekannt zu geben. Meine lieben Kinder. Darf ich auch meine Glückwünsche sehr erfreut. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Wo ist Alraune? Alraune, die zieht sich um. Ich bin so aufgeregt. Wird doch alles klappen. Ja, schon alles. Herr von Walter, einen Moment. Bitte? Alraune, du hast mir doch den ersten Tanz versprochen. Du sollst nicht mit dem Kerl da tanzen. Aber Wölfchen. Alraune, Meine Blumen sind zerdrückt. Hole mir ein paar Seerosen aus dem Teich. Dann tanze ich nur noch mit dir. ich hol sie dir, Alraune. Fall aber nicht ins Wasser, Wölfchen. Aber Herr von Walter, ich verstehe Sie nicht. Sie verstehen mich nicht? Wenn du jetzt wieder mit ihr tanzt, ist es aus zwischen uns. Ach, Verzeihung, die Herren. Gestatten. Muss ich mein Kompliment machen, gnädigste. Charmant, ihr tanzt, charmant. Darf ich um den nächsten bitten? So. Sie haben mich begeistert. Wirklich. Herr von Walter, Bitte? was Sie hier treiben, ist ein Skandal. Du solltest dich schämen. Wenn ich gewusst hätte, wes Geisteskind Sie sind, wäre es nie zu dieser Verbindung gekommen.
verlässt sofort das Haus. Ach, Herrschaft, Sie amüsieren sich doch. Tanzen Sie doch. Was ist denn los? Onkel, du bist geschmissen. Was? Herr Geheimrat, Sie können es so auffassen. Tja. Ja. Fahren wir nach Hause, ne? Herr Doktor, soeben hat man Wölfchen beim Fest der Fürstin aus dem Teich gezogen. Junge! Tot! Um Gottes Willen! Ja. Was fängt man nun mit dem angebrochenen Abend an? Darf ich das gnädige Fräulein bitten, hier noch etwas Gesellschaft zu leisten? Mit Vergnügen. Also wundervoll warst du heute Abend. Ja, war ja ein netter Abend. Ich habe mich blendend amüsiert. Tatsächlich? Ja. Und? Gute Nacht.
Sie glauben also wirklich, dass es Schwierigkeiten geben wird? Schwierigkeiten? Ja, mein lieber Geheimrat, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Ihre Experimente verschlingen eine Unsumme Geldes. Ihre Nichte Alraune lebt wie eine Prinzessin. Ja, woher kommt denn das Geld? Das muss schließlich auffallen. Sie glauben wirklich, dass man es wagt, etwas gegen mich zu unternehmen? Ich fürchte das Schlimmste. Die Staatsanwaltschaft interessiert sich sehr stark für Sie. Was los? Herr Geheimrat, Herr Frank Braun. Das hat mir noch gefehlt. Herr Frank Braun. Ich bin für den Herrn nicht zu sprechen, weder heute noch je. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, wie das Gesetz über Kindesunterschiebung, Unterschlagung, Erpressung und so weiter denkt. Ich würde Ihnen eine Reise ins Ausland sehr warm empfehlen. Der Herr Geheimrat lässt Ihnen sagen, dass er für Sie nicht mehr zu sprechen ist. Weder heute noch jemals. So. Weder heute noch jemals. Wie geht's denn, Jakob? Hm? Man wird alt? Ach ja, Herr Frank. Hier hat sich viel verändert. Jakob? Gnädiges Fräulein. Wer war das? Das war Herr Frank Braun, der Neffe des Herrn Geheimrats. Herr Frank Braun? Sie kennen mich? Ich habe Sie eben dort im Hause gesehen. Ich bin Alraune ten Brinken. Ich wusste nicht, dass mein Onkel eine Tochter hat. Ich bin seine Nichte. Meine Eltern sind tot. Wie heißen Sie? Alraune. Was erschreckt Sie so? Gar nichts, gar nichts. Ich bin nur ein wenig erstaunt. Ich will Sie auch nicht länger aufhalten, Fräulein Alraune. Herr Frank Braun, warum wollen Sie so schnell fortgehen? Ich bin Ihnen doch nachgelaufen. Ich muss Sie wirklich sehr erschreckt haben. Nein, nein, gar nicht. Kannten Sie meine Eltern? Ihre Eltern? Nein, nein. Sie waren wohl lange fort. Ja, lange. In Afrika. In Afrika haben Sie... Wir sind doch verwandt und müssen du sagen. Verwandt. Ich freue mich, dass du zurückgekommen bist, Frank. Ich freue mich auch. Alraune. Wann sehen wir es wieder? Heute Abend. Ich werde im Park auf Sie, auf dich warten.
Ihr Schweigen hat... Wollen Sie nicht lieber ein umfassendes Geständnis ablegen? Ich habe Ihnen nichts mitzuteilen. Herr Doktor, Sie verschlimmern nur Ihre Lage. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Tja. Tag, Schwester. Wo ist Wölfchen? Wölfchen? Ist schon weggebracht worden. Morgen wird's begraben. Wissen Sie denn nicht, dass Wölfchen auf dem Fest gestern Abend ertrunken ist? Wo ist Dr. Petersen? In seinem Zimmer. Was willst du hier? Du hast meinen Sohn ins Wasser, in den Tod gehetzt. Mein Leben hat ein sauberer Denkbring ruiniert. Erpresst hat er mich zu seinem Verbrechen. Wenn die Leute wüssten, woher die Millionen des berühmten Geheimrats stammen. Geld braucht er! Geld, Geld, ja, Geld! Für seine Experimente, für dich. Weißt du denn, wer du bist? Du bist ein... Herr Geheimrat, hier ist Manasse. Sie müssen sofort fliehen. Es ist nichts mehr zu retten. Petersen ist schon verhaftet. Ja, seit 10 Minuten. Man weiß alles. Der Haftbefehl gegen Sie ist auch schon erlassen. Ein Haftbefehl? Ach, ist ja nicht möglich. Ja, ja, gegen Sie. Sie müssen sofort fliehen. Ja, danke. Meine Nichte? Das gnädige Fräulein ist nicht zu Hause, Herr Geheimrat. Packen Sie die Koffer und wir verreisen? Der Wagen soll vorfahren? Das gnädige Fräulein ist mit dem Wagen fortgefahren, Herr Geheimrat. Das ist gut. Jakob! Jakob! Stell meine Nichte immer noch nicht zurück! Nein, Herr Geheimrat. Was ist das bloß?
Wir müssen fort. Wir? Du vielleicht. Ich muss dringend verreisen. Du wirst mich begleiten. Petersen ist verhaftet. Ich habe seine Aussagen gehört. Wenn du fliehen musst, dann ohne mich. Raune. Mein Glück. Mein alles. Raune, komm mit mir. Du sollst alles haben, was du willst. Raune, verlass mich nicht. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich gehe zu Franz Braun. Der Geheimrat den Brinken. Da oben. Der Geheimrat den Brinken. Bitte geben Sie mir ein paar Minuten Zeit. Ich möchte meine Angelegenheiten ordnen. Hört Manasse? Hier den Brinken. Ich verreise nicht,
Mein Testament finden Sie auf meinem Schreibtisch. Alraun ist meine Erbin. Ihr Vormund, Frank Braun. Ich bin der Rechtsanwalt des Geheimrats ten Brink. Geheimrat ten Brink hat sich erschlossen. Ich weiß. Vater Jakob, das Haus hier ist ja der reinste Gesangsverein. Ach, mein liebes Kind, das war aber nicht immer so. Noch vor 6 Monaten hat es hier wenig Gesang gegeben. Röslein, 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 rot, Röslein auf der Ei. Sie verwalten den Nachlass des Geheimrats ten Brinken. Ja, Ich habe ihm mein Vermögen zur Verwaltung übergeben. Kann ich es durch Sie zurückbekommen? ich weiß von nichts. Sie wissen von nichts? Nein? Verzeihen Sie, einen Augenblick. Ja. In den Nachlassakten ist nichts enthalten. Was? Da haben Sie Belege? Belege? Was heißt Belege? Wie kann man ohne Belege? Ich habe ihm doch das Geld gegeben. Ich brauche jetzt das Geld. Ich habe Schulden, mein Geld. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Wer ist der Erbe? Der Erbe? Fräulein Alraun. Fräulein Alraun. Ja. Danke sehr. Na? Noch etwas Milch? Bitte. So, nun erzähle mir weiter. Von meiner Farm? Ja. Sie liegt wunderbar an einem großen See, Berge, Wälder. Was du sehen sollst. Ich habe mir dort ein neues Leben aufgebaut. Du willst heim. Ich? Hier. Du willst mich mitnehmen? Glaubst du, ich würde ohne dich fahren? Wann reisen wir? Morgen. Du wirst dort sehr glücklich sein, Alraun.
Du wirst alles vergessen. Ich gehe jetzt zu Rechtsanwalt Manasse. Der wird hier alles ordnen und morgen reisen wir. Wolkonski möchte das gnädige Fräulein sprechen. Sagen Sie der Dame... Führen Sie die Dame ins Herrenzimmer. Sie wünschen, Fürstin? Ich komme, meine Geldangelegenheit mit der Erbin Ten Brinkens zu regeln. Damit habe ich nichts zu tun. Wenden Sie sich an Herrn Braun, meinen Vormund. Vormund? Klingt sehr gut. Ich will mein Recht. Sein genialer Onkel hat mein Geld mit seinen Experimenten durchgebracht. Ich verlange es jetzt zurück. Ich weiß nichts davon. So? Du weißt nichts davon? Du weißt wohl auch nicht, wer du bist? Du bist ein... Ich war ja dabei. Dein lieber Frank hatte die lustige Idee, statt Ratten einmal Menschen künstlich zu produzieren. Frag ihn doch. Frage Manasse, wenn du Einzelheiten gerne hören willst. Du bist ja nur das Ergebnis eines Experiments, Ten Brinkens. Du Tochter einer Dirne und eines Gehängten. Du wirst nur von mir hören. Fräulein Ten Brinken? Na, so bitten. Ich habe eine Bitte an Sie. Bitte? Die Fürstin hat mich über meine Herkunft aufgeklärt. Hier nehmen Sie die Aufzeichnung des Geheimrats Ten Brinken über seine Experimente. Dann wissen Sie alles.
Ich habe schon Angst gehabt, dass die Fürstin dich aufgefressen hat. Du warst beinahe. Darf ich mir erlauben, das gnädige Fräulein zu einem Gläschen köstlichen Weines einzuladen? Auf unsere Reise. Ist alles vorbereitet. Morgen reisen wir. Morgen fahren wir nach Rom. Dort zeige ich dir die alten Tempel, die alten Paläste. Ah, Rom. Rom ist eine wunderbare Stadt. Von Rom geht's nach Neapel. Neapel ist die herrlichste Stadt der Welt. Von Neapel aufs Schiff. 3 Wochen auf dem Schiff. Auf Deck. Nachts. 1000 Sterne. Wir zwei. Ganz allein. Ganz glücklich. Alone. Freust du dich nicht darauf? Ja, vielleicht kannst du dir das alles noch gar nicht so vorstellen. Du kennst ja so wenig von der Welt. Aber ich bin draußen ein neuer Mensch geworden. Du hast mich heute Abend